Schon von Geburt an sind bereits die Voraussetzungen für Gesundheit sehr ungleich verteilt. So wird ungefähr 1 von 13 Babys mit einer schweren genetischen Erkrankung geboren. Die Hälfte davon bekommt keine genaue Diagnose und für über 90% gibt es keine gezielte Therapie. Gesundheit hängt von sehr vielen Faktoren ab und manche davon können wir gar nicht beeinflussen, so wie unser Erbgut. Andere können wir individuell beeinflussen, so wie Sport, unseren Lebenswandel oder Ernährung. Und wieder andere können wir eigentlich nur als Gesellschaft angehen, so wie Klima- oder Umweltschutz oder Zugang zum Gesundheitssystem. Und solange der Zugang zu sowohl den positiven als auch den negativen Faktoren so ungleich verteilt ist, ist Gesundheit eigentlich nicht gerecht. In unserem Forschungsinstitut, dem Ludwig-Boltzmann-Institut für Netzwerkmedizin, untersuchen wir den Einfluss von verschiedenen Faktoren auf Gesundheit über verschiedene Ebenen hinweg. Von der molekularen Ebene über Zellen, Gewebe bis hin zu Organen. Nur wenn wir diese Interaktionen und die Interaktionen mit den verschiedenen externen Faktoren gut verstehen, können wir auch die Mechanismen einer Erkrankung in einem individuellen Patienten, einer individuellen Patientin verstehen und daraus zielgerichtete Therapien entwickeln. Ein Beispiel für die Anwendung unserer Forschung ist die personalisierte Therapie in der rheumatoiden Arthritis. Durch die Analyse der molekularen Netzwerke und der molekularen Profile von individuellen Patientinnen und Patienten können wir vorhersagen, welches Medikament wirkt und welches auch nicht wirkt. Das heißt, anstatt allen Patientinnen dieselben Medikamente zu geben, können wir ganz gezielt auf die molekularen Mechanismen eingehen, die in einem ganz bestimmten Personenkreis wirksam sind. Der technische Fortschritt in der Biomedizin und auch in der Datenanalyse ist wirklich ganz enorm. Und ich stelle mir vor, wenn wir viel besser verstehen, was wirklich die molekularen Mechanismen von Erkrankungen sind, wird es auch ganz neue Spezialisierungen von Ärztinnen und Ärzten geben. Also sagen wir, statt einem Hals-Nase-Ohren-Arzt wird es eine Spezialistin für bestimmte molekulare Mechanismen und bestimmte molekulare Netzwerke geben. Ich denke, dass auch andere Technologien wie Virtual Reality, die wir auch in meinem Labor entwickeln, eine große Rolle spielen können, Ärztinnen dabei zu unterstützen, Patientinnen und Patienten ganz genau zu erklären, was eigentlich die molekularen Mechanismen einer Erkrankung sind und was sich dagegen tun lässt.